Hallo an alle K-System und OpenK-Freunde da draußen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Kuvenau. Zunächst wünsche ich erstmal allen meinen Zuschauern ein frohes Osterfest und hoffe, ihr habt alle eure bunten Eier gesucht und gefunden. Und seid jetzt bereit für ein weiteres Update-Video meines RTW-Projekts. Ja, ihr habt richtig gehört. Immer noch ein Update-Video über den aktuellen Entwicklungsstand und noch kein Bauvideo. Welche Hürden und welche Probleme ich aktuell noch mit dem Projekt habe und auch wie es mit dem Leiterplatten weitergeht, all das erfahrt ihr hier in dem Video. Als zunächst wechsle ich erst nochmal die Kameraposition und gehe hier an meine Arbeitsplatte, damit ihr das alles ein bisschen besser sehen könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Kommen wir zunächst erstmal zu dem Leiterplattenthema aus dem letzten Video. Hier ist der Stand jetzt soweit, dass ich mittlerweile einen finalen Stand auf dem Computer habe, den aber noch nicht bestellt habe. Auf jeden Fall habe ich beim Testen von dem Bausatz hier, wo ich das Fahrzeug ja mal aufgebaut habe, habe ich dann auf den Leiterplatten noch den ein oder anderen weiteren Bug gefunden, so dass ich mich halt jetzt dazu entschieden habe, dass es doch das Bessere ist, dass ich meine 20 Leiterplatten-Sets, die ich halt schon mal bestellt habe, einfach entsorgen werde. Ist halt dumm gelaufen, sage ich mal, aber so ist es halt. Also die sind wirklich nutzlos. So. Worüber ich mir auch gerade im Hinblick auf die Leiterplatten-Thematik sehr viele Gedanken gemacht habe, ist, wie könnt ihr die Teile dann wirklich kaufen? Denn mittlerweile ist das Interesse ja wirklich sehr, sehr groß an den Leiterplatten und es sind sehr viele Leute, die gerne haben wollen. Und aufgrund dessen wird es halt immer schwerer, sage ich mal, die Sache dann einfach so über E-Mail oder so abzuwickeln. Aus dem Grund habe ich mich jetzt dazu entschieden, einen offiziellen Webshop zu eröffnen, in denen ihr die Dinger dann auch wirklich ganz offiziell kaufen könnt. Bis wann das Ganze soweit sein wird, weiß ich noch nicht. Ich bin momentan gerade dabei, im Hintergrund die ganzen Voraussetzungen zu schaffen. Auf jeden Fall wird es dann die Leiterplatten offiziell in einem Webshop geben und da könnt ihr die dann offiziell kaufen. Natürlich ist es halt auch so, wenn ich das Ganze jetzt offiziell über einen Webshop mache, werden halt die Preise wahrscheinlich ein bisschen höher ausfallen. Also momentan gehe ich bei so einem unbestückten Satz, dann von so zwischen 11 und 12 Euro aus. Und bei einem bestückten Satz, da bin ich auch noch am gucken, wie ich das Ganze hinkriege. Wenn ich die Teile bestückt anbieten kann, dann wird es auch nicht ganz billig sein. Ich denke mal, da werden wir auch schon fast bei 30 Euro für einen bestückten Satz liegen. Der bestückte Satz ist er dann aber auch wirklich ohne K-Decoder. Also den K-Decoder müsst ihr dann noch selbst einlöten. Es sind nur die LEDs dann drauf und die Power-Off-Option sozusagen. Das ist alles dann drauf. Den Rest müsst ihr nach wie vor selbst dann auch drauf machen. Natürlich wird es in dem Webshop dann auch noch einige weitere meiner Eigenentwicklungen geben. Vielleicht so viel mal am Rande. Gleiches, was ich eben für die Leiterplatten gesagt habe mit dem Webshop, gilt natürlich dann auch für die ganzen sonstigen Bauteile, die man an dem Fahrzeug braucht. Weil die Leiterplatten an sich sind ja nur das eine. Das andere sind ja auch noch die ganzen 3D-gedruckten Teile. Für die 3D-gedruckten Teile werde ich voraussichtlich auch die ganzen Dateien online stellen. Allerdings weiß ich ja, dass nicht jeder so einen Resin-3D-Drucker zu Hause hat. Und deshalb werde ich auch diese ganzen zusätzlichen Bauteile, die ihr da braucht, dann auch in dem Online-Shop anbieten, in dem Webshop anbieten, sodass ihr das quasi alles auf einmal kaufen könnt dort. Leider bin ich nicht bei allen Themen hier an dem Fahrzeug schon so weit wie mit den Leiterplatten oder mit den 3D-Druckteilen, wo ich quasi Probleme gehabt habe und die gelöst habe. Ein weiteres Problem, wo ich momentan immer noch habe, hat mit diesem Teil hier hinten zu tun. Wenn ihr das normal kauft, sind diese ganzen Ausschnitte hier, diese ganzen Öffnungen nicht drin. Ich gehe mal ganz nah an die Kamera. Auch hier für die Scheinwerfer habe ich schon mal testweise
so Öffnungen, Löcher reingemacht. Und die ganzen Ausschnitte müssen halt nachträglich reingemacht werden. Meine Idee war natürlich, alles ganz einfach. Ich habe ja die Daten im 3D drin. Ich nehme die einfach raus, lege das Teil dann in alle Richtungen auf meine CNC-Fräse und dann macht der mir die Ausschnitte hier rein. Das hat teilweise überhaupt nicht funktioniert. Aber dabei habe ich halt auch gemerkt, ja schön, nicht jeder von euch hat ja jetzt eine CNC-Fräse. Ja? Und da bin ich jetzt wirklich immer noch am Überlegen, am Grübeln, wie kriege ich das hin? Ja, mit welchen Mitteln kriege ich das hin, dass ihr später diese Ausschnitte mit ganz normalem Werkzeug, das heißt mit so einer Mini-Drill oder so irgendetwas, da reinmachen könnt. Ja, da bin ich momentan einfach noch am Überlegen und habe irgendwie noch keine richtige Idee. Ja, ich habe schon überlegt, ob man es vielleicht so machen soll, dass ich irgendwie so eine Art Schablone mache, die man dann quasi hier drüber legen kann mit den entsprechenden Ausschnitten. Auch hier ist halt wieder, dann mache ich das Ganze aus Kunststoff. Das ist halt auch nur bedingt haltbar dann beim Herstellen. Oder ob es vielleicht besser ist, man macht so Aufkleber, ja, die man dann da drauf klebt und ihr dann seht, wo der Ausschnitt hin soll. Ich weiß es einfach nicht. Ja, ich habe noch keine richtige Idee, was hier das Beste ist. Daher bitte ich euch einfach mal wieder in die Kommentare eure Ideen zu schreiben. Ja, vielleicht habt ihr auch eine ganz einfache, simple Idee, auf die ich momentan einfach nicht komme. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Ideen von mir findet mit den Aufklebern oder mit den Schablonen. Und das ist momentan wirklich so das Hauptproblem, mit dem ich mich noch rumschlage. Einmal, wie kriege ich das für euch hin? Und das zweite Mal, selbst das, was ich auf der CNC-Fräse gemacht habe, das passt nicht wirklich da. Ja, also ihr seht, die Dinger, die sind ganz schön versetzt. Ja, also da ist es versetzt, da ist es versetzt. Also das sieht alles so ein bisschen, ja, so nicht wirklich schön aus. Ein weiteres Problem, was ich noch festgestellt habe, ist, dass komischerweise anscheinend mittlerweile die entweder die Felgen oder die Reifen nicht ganz 100% rund sind. Ich habe jetzt gerade mal das Fahrzeug hier draufgestellt und lasse das einfach mal laufen, dann seht ihr, was ich meine. Ja, also, oder ich hoffe, dass man es hier sieht in der Kamera. Das wackelt wirklich so immer so, das macht immer so wie so ein Entengang. Ja, das sieht natürlich pur katastrophal aus. Ja, so kann das natürlich später nicht bleiben. Woran es genau liegt, habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden, ob es wirklich an den Felgen nur liegt oder an den Gummireifen. Da muss ich jetzt auch nochmal nachgucken. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, sieht das Ganze schon sehr, sehr gut aus. Unterm Strich kann man halt wirklich sagen, es ist nochmal was ganz anderes, ob ich einen Fahrzeugumbau für ein Fahrzeug mache. Ja, heißt also, ich baue einmal ein Fahrzeug und das war's dann. Ja, bei einer Kleinserie muss ich halt gucken, dass ich es für eine Fahrzeugflotte immer gleich hinkriege. Und bei einem Einmalumbau, ja, da klebe ich halt eine LED dahin oder klebe eine LED dorthin und das war's dann. Ja, also das ist schon mal nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber ich denke, unterm Strich bin ich auf einem guten Weg und ich glaube, dass ich da bald jetzt endlich einen Durchbruch kriege und dass wir da im Laufe des Jahres, sagen wir es mal so, im Laufe des Jahres den Fahrzeugumbau endlich angehen können. Von daher sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Von daher wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.